PepsiCo hat neue Quartalszahlen vorgelegt und zudem vor kurzem eine neue Übernahme angekündigt. Wir schauen uns heute mal an, ob PepsiCo im Moment spannend ist für einen langfristigen Einstieg und wie die aktuelle fundamentale Situation so aussieht. Naja, Pepsi, denke ich, sollte jedem bekannt sein, also ein multinationales Lebensmittel- und Getränkeunternehmen aus den USA. Man hat eine wirklich breite Palette von Produkten, also sowas wie Softdrinks natürlich, sowas wie Pepsi, Mountain Dew, aber auch Snacks, Frito-Lay, Doritos und ja, auch Haferprodukte, also das unter dem Markennamen Quaker läuft und natürlich auch weitere Sportgetränke, also sowas wie Gatorade. Ja, zunehmend investiert man aber auch so in gesündere Alternativen und versucht hier auch viel auf zuckerfreie Varianten zu setzen. Mal ist hier so ein kleiner Überblick über ein paar Marken, auch SodaStream zum Beispiel gehört da dazu. Und Pepsi ist schon sehr, sehr lange hier am Markt und hat sich da auch eine wirklich globale Präsenz schon aufgebaut. Hier sieht man mal so einen netten kleinen Überblick über die wirklich breite Palette an Marken, die man hat. Und ich denke, da kennt man auch den ein oder anderen Namen. Also Cheetos könnte vielleicht noch dem einen oder anderen was sagen, vielleicht noch Fritos oder Funyuns. Lipton Ice Tea gehört natürlich auch dazu. Lay's, ganz bekannte Chips und natürlich die Hauptmarke Pepsi. Also wir sehen, es ist schon eher ein wirklich großer Dachverband und man hat jetzt hier nicht nur die Marke Pepsi im Petto. Schauen wir mal in den Aktienfinder rein auf PepsiCo. Hier haben wir insgesamt einen Score von 65 gerade. Hier relativ durchschnittliche Scores bei der Dividende und beim Gewinnwachstum. Im Qualitätscheck sehen wir uns aber, dass wir uns hier langfristig wirklich schön nach oben entwickelt haben. Es gibt immer mal wieder kleinere Seitwärtsphasen, was den Gewinn und den Cashflow angeht. Aber an sich sagt jetzt hier auch die Prognose, dass wir weiter damit rechnen können, dass wir einen schönen Aufwärtstrend fortsetzen. Dividende wurde sehr, sehr stark erhöht in den letzten Jahren. Also es ist auch so ein wirklich schon starker Dividendenwert auf jeden Fall. Und man geht auch davon aus, dass die Dividende hier weiter gesteigert werden kann. Im Moment haben wir eine Payout-Ratio hier relativ hoch mit 76%, aber die soll in der Zukunft dann wieder auch abgebaut werden. Bei den Umsatz und den Margen sehen wir, dass die Nettomarge ja sich relativ die Waage hält. Also da sind auch schon, ja, ist jetzt kein langfristiger Aufwärtstrend oder ähnliches. Also ist eher die Waage. Manchmal sinkt die Nettomarge ein bisschen, dann steigt sie wieder stark an. Also da haben wir jetzt keine wirkliche Tendenz. Ich würde jetzt eher sagen, dass die ziemlich schwankungsanfällig und zyklisch ist, weil sie eben so stark vom Konsumenten abhängt. Aber auch hier sehen wir, dass der Umsatz langfristig weiter steigen soll. Von dem her ist da auch noch alles in Ordnung. In der Bilanz an sich, da haben wir eine Schuldenquote gesamt von 57% und wir haben auch noch einige an rückgekaufte Aktien in der Bilanz liegen. Also von dem her ist das Unternehmen noch in einer guten Position. Man kauft auch hier wunderschön immer Aktien zurück, das gefällt mir immer ganz gut. Da ist man auf jeden Fall sehr stark dahinter und das führt natürlich dann auch dazu, dass hier ja, Gewinnwachstum durch die Aktienrückkäufe bei den Earnings per Share zu verzeichnen sind und das macht man auch schon hier seit 2010 ja, kontinuierlich, aber eigentlich schon wirklich seit 2001 und ich denke auch, das wird in der Zukunft so weitergehen. Jetzt wird es spannend, die aktuelle Bewertung. Also wir sehen, wir sind im Moment hier schon gut unterbewertet. Und wenn wir jetzt aktuell einsteigen würden und die Prognose nehmen für 2026, die obere Variante, dann kommen wir hier aufs Jahr gerechnet auf eine Rendite von 13,3%, was sehr, sehr stark wäre und auch über der durchschnittlichen Rendite des US-Aktienmarkts liegen würde. Von dem her ist es eben jetzt gerade für mich spannend, weil wir jetzt auch schon so lange seitwärts laufen und hier auf einem relativ interessanten Niveau im Moment sind. Zweiter wichtiger Aspekt, die Bewertung aktuell. Also wir haben jetzt im Moment ein wirklich niedriges KGV, was bereinigt und bilanziert angeht im Vergleich der letzten 5 Jahre. Da sind wir nämlich circa 5 Punkte unter dem Schnitt. Also KGV bilanziert war im Schnitt 26,6 der letzten 5 Jahre und jetzt haben wir nur 21. Das gleiche gilt fürs KGV, KCV, KUV, da sind wir überall unterbewertet, also überall unter den Werten der letzten 5 Jahre. Deswegen auch sehr, sehr spannend. Hat natürlich auch Gründe, warum das im Moment so ist, weil man ja doch sehr, sehr Probleme hat im Moment einfach mit dem Consumer in den USA vor allem, aber auch auf der ganzen Welt, weil natürlich die Inflation hier noch seine Spuren hinterlassen hat. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannende Entwicklung im Moment. Die einzelnen Bereiche mal hier aufgeschlüsselt. Also es gibt hier die Bereiche PepsiCo, Beverage North America, dann Frito-Lay, Europa, Lateinamerika
und so weiter. Also so teilen sich praktisch die einzelnen Segmente auf. Wir sehen auch, dass die Mischung wirklich sehr, sehr schön ist. Also man ist jetzt da nicht so extrem abhängig irgendwie an einem Markt. Nur die wichtigste Marge oder die größte Marge hat tatsächlich hier Frito-Lay North America. Und danach kommt tatsächlich hier APAC und Quaker Foods. Mal die Regionen angezeigt, sehen wir, dass der wichtigste Markt auf jeden Fall hier die United States ist. Ja, es macht so ungefähr über 50% auf, aber tatsächlich ist die Marge eben in den anderen Ländern deutlich höher. Dividendenhistorie, schauen wir uns mal den Channel an in den letzten 2, 3 Jahren. Hier sehen wir, dass wir eher am oberen Bereich sind und so bei 3% Dividendenrendite uns befinden, was natürlich schon wirklich ein sehr, sehr schöner Wert ist und von dem her auch akut spannend, würde ich sagen, für jemanden, der schon auf Dividenden setzen möchte. Jetzt schauen wir mal auf die Quartalszahlen. Das ist natürlich das Allerwichtigste und Allerspannendste jetzt hier. Wir haben ja relativ akzeptable Quartalszahlen gesehen von PepsiCo, würde ich jetzt mal sagen. Es ist jetzt kein wahnsinnig gutes Quartal gewesen, Umsatz leicht unter den Erwartungen, aber an sich auf jeden Fall akzeptabel. Die Aktie hat leicht positiv darauf reagiert. Wir schauen uns jetzt hier mal die Net Revenue Performance an. Year to date haben wir hier 0,7% dazu gewonnen. Das organische Umsatzwachstum ist hier um 1,9% angestiegen. Also es ist ein wirklich sehr, sehr moderates Wachstum im Moment. Ja, was sagt der CEO dazu? Also der CEO sagt jetzt hier, dass es an sich ein sehr, sehr solides drittes Quartal war und ja, man sich auch ja, vielen Problemen sozusagen zur Wehr setzen musste. Er glaubt aber, dass man weiter ja, in dem laufenden Jahr eine gute Position hat und man erwartet jetzt hier einen Low Single-Digit Increase, also ein niedrig einstelliges Wachstum im organischen Wachstumsbereich und, was auch noch wichtig ist, hier 8% Core Constant Currency Earnings per Share Wachstum. Also das ist schon mal relativ gut, das hört sich nicht ganz schlecht an mit den 8% Wachstum, das gefällt mir ja, relativ gut. Es ist eben auch so ein sehr, sehr stark eingesessenes Unternehmen. Summary Year to Date. Hier sehen wir jetzt die 2024 Performance. Hier sehen wir eben leicht rückläufige Zahlen hier, was den Umsatz angeht im Gesamten. Earnings per Share und Profit sehen wir, dass wir hier bei den Earnings per Share eben positiv sind. Das gefällt mir akzeptablerweise ganz gut. Es ist eben schon eine wirklich schwierige Position. Also man hat jetzt hier nicht mehr dieses stärkere Wachstum, was man mal hatte. Es hat sich schon deutlich verlangsamt. Für 2024 erwartet man also insgesamt 4% organisches Umsatzwachstum. Dazu hat man hier eben, wie bereits erwähnt, diese 8% Earnings per Share Wachstum ausgegeben. Das ist auch, also 8%, das ist so das, denke ich, was ein langfristiges Ziel sein sollte von ja, PepsiCo, dass man so über 5% versucht hier zuzulegen. Was die ja, Kapitalallokation angeht, da sagt man jetzt hier, man möchte weiterhin Dividenden ausschütten und 1 Milliarde US-Dollar an Aktien zurückkaufen. Also es ist auch sehr, sehr gut, dass man hier weiter uns als Aktionär ja, belohnen möchte dafür, dass man eben hier langfristig investiert bleibt in PepsiCo. Ja, so viel dazu. Also jetzt hier die ganzen einzelnen Bereiche schauen wir uns jetzt nicht mehr an. Man kann auf jeden Fall sagen, dass Quaker Food jetzt aufgrund der aktuellen Probleme den größten Umsatzrückgang verzeichnet hat. Aber an sich jetzt hier könnt ihr euch nochmal die ganzen einzelnen Bereiche jetzt hier nochmal selber anschauen. Auf jeden Fall hier Quaker Foods mit minus 13%. Hier der stärkste Einbruch. Der Rest auch relativ stark negativ, also hier 1% dann insgesamt. Aber Net Revenue Year-over-Year Change haben wir jetzt hier 1% Total. So, dann gucken wir jetzt gleich noch auf die Übernahme und davor möchte ich noch sagen, lasst doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben für das Video, wenn dir das gefällt, wenn ich weiterhin mal Videos rund um Quartalszahlen bringen soll und natürlich auch über Dividendenaktien. Ja, vielen Dank an der Stelle. So, die neue Übernahme, die PepsiCo getätigt hat, ist für 1,2 Milliarden US-Dollar über die Bühne gegangen oder soll über die Bühne gehen und zwar von Siete Foods. Also Siete Foods möchte man übernehmen, ist ja, ein Unternehmen, was hauptsächlich auch im Snack-Bereich tätig ist. Wir sind jetzt hier mal auf der Webseite von Siete Foods, also es ist ein ja, Mexican-American ja, Nahrungsmittelkonzern oder Unternehmen besser gesagt.
und mir stellt hier solche Snack-Sachen her, also was wie hier diese Wraps, aber auch Gewürze und ja, kleinere Chips und so weiter. Kann jetzt hier auch nochmal die einzelnen Produkte sehen, die man im Petto hat. Also jetzt hier eine ganz nette Akquise von Pepsi und passt natürlich auch zu deren Geschäftsmodell sehr, sehr gut. Also vor allem Chips gehören ja sowieso dazu. Jetzt hat man jetzt hier noch Tortillas und Taco-Shells, dann eben die Gewürze und noch kleinere, süßere Sachen, sowas wie Churros und Cookies. Also und dem her passt auf jeden Fall sehr, sehr gut auch ja, in die Produktpalette von Pepsi. Schauen wir mal noch in den Trader Fox auf den Qualitätscheck. Hier haben wir einen Score von 13 von 15 Punkten, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Earnings per Share Wachstum war jetzt eben rückläufig, soll sich aber natürlich jetzt wieder ändern. Wir sind hier hochqualitativ unterwegs, starke Dividende, wenig volatil, ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt für jeden, der ja, langfristig auch eine sichere Anlage sucht. Auf Basis des Umsatzes sind wir genau fair bewertet jetzt hier. Auf Basis des Gewinns sind wir hier auch sehr fair bewertet. Also von dem her ein wirklich guter Einstieg im Moment, würde ich behaupten. Könnt ihr mal gerne eure Meinung dazu sagen in den Kommentaren. Piotrowski F-Score haben wir einen Score von 7 von 9 Punkten. Also das sieht auch sehr, sehr gut aus. Und jetzt schauen wir uns noch die Dividende genauer an und die Performance gegenüber dem S&P 500. Erstmal vielleicht zur Dividende. Hier sehen wir jetzt die Prognose der Historie von den letzten 25 Jahren und eine Prognose. Also es soll weiter steigen. Dividendenrendite der letzten 10 Jahre im Schnitt liegt bei 2,86%. Heißt, da sind wir auch schon drüber im Moment. Payout Ratio der letzten 3 Jahre bei 74,31%. Also ist noch akzeptabel. Da muss man natürlich dann irgendwann mal schauen, wie stark man noch die Dividende erhöhen kann. Wachstum der letzten 5 Jahre der Dividende betrug 6,63%, also ist jetzt nicht mehr der stärkste Dividendenwachstumstitel, aber man hat jetzt eben auch schon eine Dividendenrendite von ca. 3%. Von dem her würde ich da sagen, dass es auch schon ein sehr, sehr guter und akzeptabler Wert ist bei Pepsi. So, jetzt schauen wir uns mal die aktuelle Chart-Situation an bei dem Unternehmen. Wir laufen ja jetzt hier langfristig in diesem Trendkanal und haben uns jetzt eigentlich hier seit 2021 im Kurs nicht wesentlich nach vorne bewegt. Ich habe schon mal ein Video gemacht, da waren wir irgendwo hier vorne in dieser Seitwärtsphase und da sind wir jetzt immer noch drinnen in der Seitwärtsphase. Also haben wir uns hier jetzt lange versucht rauszukämpfen. Es hat auch sehr, sehr gut ausgesehen hier Anfang des Jahres. Dann aber alles wieder abgebaut, wieder den ganzen Erfolg verloren und jetzt hier wieder ein neues Tief gefunden. Aber wir haben jetzt hier auf dieser Variante einen Boden gebildet, also mit Überschreiten dieses Hochs bei 170 US-Dollar. Dann sind wir gut nach oben gelaufen und jetzt sind wir eben wieder in der Korrektur von diesem Aufwärtsimpuls. Ja, und diese Korrektur, die könnte tatsächlich jetzt ihr Ende finden. Also wir sind jetzt hier einerseits auf eine wichtige Zone draufgelaufen und zwar auf dieses 61,8er Fibonacci Retracement hier. Also rund um die blaue Zone, die ich jetzt hier eingezeichnet habe. Das ist schon ein wichtiger Bereich auch mit Level, die hier drüben noch eine große, wichtige Rolle spielen. Und also die Kombination aus Unterstützung, Fibonacci Retracement würde hier ja, ziemlich gut passen. Wir haben jetzt auch eine schöne Reaktion gesehen auf die Quartalszahlen, haben jetzt hier einen Tagesschusskurs über dem abgeholten Fibonacci Retracement. Jetzt ist eben die Frage, ob wir es hier direkt über die 172 US-Dollar schaffen oder ob wir nochmal einen kleineren Boden hier bilden. Aber ich denke, hier spätestens oder frühestens über 172 würde sich auf jeden Fall mal ein Einstieg bei PepsiCo anbieten. Als Boden reicht es jetzt hier an sich noch nicht, also es wäre auch sehr, sehr wünschenswert, wenn wir nochmal auf den FIB runterkämen auf 166 und dann nochmal nach oben laufen. Ja, was für die bärische Variante spricht, ist auf jeden Fall, dass wir jetzt im Moment an der 200-Tage-Linie sind. Also da muss man natürlich dann schauen, wie die Reaktion da drauf ist. Aber ich bin im Moment wirklich positiv gegenüber PepsiCo eingestellt und denke, dass es ein langfristig gutes Unternehmen ist mit einer guten Marktposition, aber natürlich keine Anlageberatung meinerseits. Dividende ist jetzt hier genau ausgewiesen bei 3,24%. Also die muss man natürlich dann noch draufpacken, ist ein schöner Dividendenwert. Und wenn wir davon ausgehen, dass PepsiCo seinen langfristigen Aufwärtstrend fortsetzt, dann haben wir jetzt im Moment vom aktuellen Kursniveau ein Potenzial aus Allzeithoch von ja, so 15% und dann dazu noch die Dividende. Also es ist ganz nett auf jeden Fall. Ist eben mal eine gute Chance, auch PepsiCo ein bisschen günstiger zu kaufen, auch auf Basis der historischen KGVs.
Schauen wir mal noch kurz auf den Financial Overview. Wir haben Marktkapitalisierung von 235 Milliarden US-Dollar, also wie bereits erwähnt hier KGV, ja, ist schön unterm Durchschnitt der letzten Jahre. Umsatzwachstum konnte in der Vergangenheit wirklich schön gesteigert werden, da sieht alles gut aus. Source, also bei Country und bei Source Business haben wir uns schon angeschaut. USA ist ja der wichtigste Markt. Debt to Free Cashflow, hier sehen wir ja relativ hohe Verschuldung jetzt hier auf Basis des Free Cashflows. Hier haben wir so circa eine vierfache Verschuldung. Also es ist noch in Ordnung, aber es ist schon ein bisschen hoch. Man hat zwar auch noch einiges an Cash und zurückgekaufte Aktien in der eigenen Bilanz, von dem her ist das jetzt nicht weiter beunruhigend. Aber mit der hohen Payout Ratio kann das natürlich, sollten jetzt nochmal die Zinsen stark steigen, ein Problem werden. Aber an sich sieht es da auf jeden Fall gut aus, kann man nichts sagen. Bei PepsiCo ist einfach ein sehr, sehr stabiler Dividendenwert. Was die Ausblick angeht, da soll das auch weitergehen mit dem Earnings per Share Wachstum. Zwar tatsächlich soll sich das auch wieder ein bisschen beschleunigen. Hier beim Umsatz, da soll es weitergehen wie bisher, also eher gemächlich, eher langsames Wachstum jetzt hier in den nächsten Jahren. Aber ich denke auch, dass man da an der Profitabilität noch arbeiten kann. Und das sieht man ja dann letztendlich auch hier an den Earnings per Share. Ja, aber lass mir gerne mal deine Meinung dazu da, zu dem Unternehmen in den Kommentaren. Ja, vergiss auf jeden Fall nicht, die Glocke anzumachen, dann verpasst du auch keine neuen Videos mehr zu mir. Daumen nach oben da lassen und vielen Dank an der Stelle, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.